Einer der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden in der Beratung, ist: Welche Länder erheben keine Kapitalertragssteuer? Daher wollen wir uns in diesem Video einmal mit 8 Ländern auseinandersetzen, die genau das nicht tun und keine Steuer auf Kapitalerträge erheben. Bevor ich zur Liste mit den 8 Ländern komme, ist es ganz wichtig, dass du dir im Klaren darüber bist, über was wir hier genau sprechen. Was ist mit Kapitalerträgen gemeint? Nun, ich spreche von Veräußerungserlösen. Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Aktien, auch Kursgewinne genannt, aber auch Kryptowährungen, Gold oder irgendwelchen anderem Kapitalvermögen. Wir sprechen hier also nicht von Zinsen, wir sprechen hier auch nicht von Dividenden, sondern eben von Verkauf von Kapitalvermögen. Die Länder, die ich dir jetzt gleich hier auflisten werde, stellen solche Verkäufe steuerfrei. Aber unter einer wichtigen Bedingung. Es muss sich um sogenannte Privatverkäufe handeln. Aus dem Privatvermögen. Bist du zum Beispiel hauptberuflicher Trader oder gewerblicher Trader, dann sind die Einkünfte aus dieser Trading-Tätigkeit nicht steuerfrei. In allen Ländern, die ich jetzt auflisten werde. Und hier ist natürlich die große Frage, wie unterscheidet man das Ganze? Nun, da haben alle Länder so ihre Methoden. Wenn ich die einzelnen Länder gleich bespreche, dann werde ich hier auch nochmal bei dem einen oder anderen Land auf die Methode eingehen, welche dieses Land verwendet. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind eben Fragen wichtig, wie häufig habe ich getradet? Mache ich zum Beispiel 1, 2 Trades pro Woche? Trade ich jeden Tag? Dann sind so Fragen wichtig, wie zum Beispiel, sind diese Veräußerungserlöse mein Haupteinkommen oder habe ich noch eine andere Tätigkeit, welche mir Einkommen generiert? Was überhaupt trade ich? Also das sind alles so Fragen, die natürlich dann hier auch in diesen Ländern gestellt werden. Das heißt, du musst ja in der Regel dann diese Veräußerungserlöse auch in der Steuererklärung melden. Und wenn du natürlich dann nicht erklären kannst oder zeigen kannst, dass es sich hier um Privatverkäufe handelt, dann droht das Risiko, dass du als gewerblicher Trader eingestuft wirst und du dann möglicherweise Einkommensteuer auf diese Erträge zahlen musst, wenigstens dann, wenn es eine Einkommensteuer in diesem Land gibt. Also es ist sehr wichtig, dass du dir dessen hier voll bewusst bist und diese Abgrenzung tatsächlich auch verstanden hast. Kommen wir nun also zu den 8 Ländern. Natürlich gibt es weit mehr als 8 Länder, die keine Kapitalertragssteuer haben. Wir haben jetzt mal die Länder herausgepickt, die besonders auswandererfreundlich sind. Wenn du denkst, wir haben ein Land vergessen, das wir hier noch hätten aufführen sollen, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören. Schreib es einfach in einen Kommentar als Antwort auf dieses Video. Die Reihenfolge, in denen wir die Länder hier aufführen, spielt übrigens keine Rolle. Das ist also nicht als Ranking oder so etwas zu verstehen. Erstes Land, die Schweiz. Die Schweiz stellt tatsächlich private Veräußerungserlöse steuerfrei. In der Schweiz gibt es hier ziemlich genaue Kriterien, was als private Veräußerungserlöse zu verstehen ist. Dazu hat eben die Steuerverwaltung hier auch Anleitungen dann an die kantonalen Steuerbehörden gegeben. Wobei da sind die Steuerbehörden frei, diese Anleitungen zu befolgen oder eben flexibel auszulösen. Da steht zum Beispiel drin, dass die steuerfreien Veräußerungserlöse nicht mehr als 50% des Gesamteinkommens ausmachen dürfen. Das ist schon so eine Sache. Oder dass man hier nicht mit geliehenem Geld traden darf. Aber ansonsten, wenn du in der Schweiz Aktien verkaufst oder zum Beispiel auch Kryptos verkaufst, sind die komplett steuerfrei. Wichtig eben zu zeigen, dass es Privatverkäufe sind. Das zweite Land in unserer Liste ist Singapur. Auch Singapur erhebt keine Steuern auf Veräußerungserlöse und auch übrigens auf viele andere Einkommen nicht, wie zum Beispiel Dividenden und Zinsen. Auch diese sind in Singapur steuerfrei. Singapur, also ein sehr attraktives Land, wird ja auch oft die Schweiz Asiens genannt. Politisch stabil, eine gute Wirtschaft. Hier kann es sich also durchaus lohnen, sich niederzulassen, wenn man ein Land sucht, in dem man sich niederlassen kann, was so ganz weit ab von der aktuellen Situation, der politischen, der geopolitischen Situation und den Unruhen hier in Europa so ist. Da bist du weit ab von allem. Es gibt einige Gründe, warum Singapur ein sicherer Hafen ist. So ist die Währung zum Beispiel 100%ig mit Gold, Edelmetallen, anderen Hard Assets hinterlegt. Singapur ist ein wichtiger Ölumschlagsplatz in Asien. Und die Nationalbank in Singapur hat zum Beispiel auch nicht in Staatsanleihen in den USA investiert. Das nächste Land auf unserer Liste sind die
Cayman Islands. Das dürfte keine Überraschung sein. Die Cayman Islands sind sehr einwandererfreundlich, jedenfalls wenn du über das nötige Kapital hier verfügst. Die Cayman Islands sind ein britisches Überseegebiet, politisch sehr stabil. Es ist relativ teuer, dort eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Ein recht einfacher Weg wäre, dort eine Firma zu gründen in der Freihandelszone. Dann bekommst du für relativ wenig Geld eine Aufenthaltserlaubnis. Ist ein ähnliches Modell wie Dubai, da kennt man das ja auch. Und du kannst auch noch Kollegen mitbringen. Deine Familie kann ja sowieso mitkommen. In den Cayman Islands gibt es nicht nur keine Kapitalertragssteuer, es gibt auch ansonsten keine Steuern und natürlich ein wunderschönes Leben in der Sonne. Aber die Cayman Islands sind natürlich weit ab, sind relativ klein. Hier musst du einfach sicher sein, dass du keinen Inselkoller bekommst. Inselkoller, das wird beim nächsten Land garantiert nicht das Problem sein. Aber auch bei Monaco handelt es sich natürlich um ein sehr kleines Land. Auch hier gibt es keine Kapitalertragssteuer und natürlich auch keine Einkommensteuer. Es ist relativ schwierig, dort den Aufenthaltstitel zu bekommen. Wenigstens, wenn du nicht über 500.000 Euro verfügst, die du bei einer dortigen Bank hinterlegen kannst oder dir die Mietpreise dort absolut versoffen zu hoch sind. Ansonsten ist natürlich Monaco wunderschön gelegen hier an der Côte d'Azur. Du hast Italien und Frankreich sozusagen im Hinterland. Da lässt es sich schon leben. Das nächste Land auf unserer Liste ist Belgien. Belgien ist ja ein Land, über das wir hier nicht so oft sprechen, denn generell sind die Steuern in Belgien exorbitant hoch. Aber viele wissen eben nicht, dass man unter bestimmten Bedingungen keine Steuern auf Kapitalerträge in Belgien bezahlen muss. Deswegen sind ja zum Beispiel auch einige reiche Franzosen nach Belgien umgezogen. Man denke zum Beispiel nur an Bernard Arnault, der den Luxusgiganten LVMH leitet. Auch in Belgien gelten eben ähnliche strenge Regeln wie in den anderen Ländern. Es muss sich also tatsächlich um private Verkäufe handeln. Da gibt es dann bestimmte Kriterien, die hier herangezogen werden, zum Beispiel eine Haltefrist. Wie lange muss ich diese Aktien besessen haben, bevor ich sie steuerfrei verkaufen kann? Ein weiteres Land auf unserer Liste ist Neuseeland, also eine ganz andere Ecke auf der Welt. Neuseeland erhebt auch keine Steuer auf private Veräußerungserlöse. In Neuseeland ist es auch interessant, dass für Auswanderer in den ersten 4 Jahren überhaupt keine Steuern auf ausländische Einkünfte fällig werden. Wenn du hier also zum Beispiel noch Einnahmen aus Dividenden hast, Unternehmensgewinne oder so, die du bekommst, dann sind die in den ersten 4 Jahren noch steuerfrei. Du kannst dann also hier in den ersten 4 Jahren dein Vermögen noch umstrukturieren, um dieses dann möglicherweise möglichst steuergünstig zu gestalten oder aber natürlich wieder Neuseeland verlassen. Das ist sicherlich die Idee hinter dieser Regel. Wer man einfach für ein paar Jahre in Neuseeland ist, der soll auf seine ausländischen passiven Einkünfte wie Zinsen oder Dividenden keine Steuern bezahlen müssen. Land 7 auf unserer Liste ist mal wieder eine echte Steueroase. Wir reden von Belize. Hier gibt es nicht nur keine Kapitalertragssteuer, sondern eigentlich überhaupt keine Steuern. Und das macht natürlich Belize, den Nachbarn Mexikos, ganz in der Nähe von Cancun und der Yucatan-Halbinsel gelegen, so attraktiv. Es gibt sehr viele Auswanderer, sehr viele Expats, die dort leben, auch gerade von anderen südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern. Wenn dir also Sommer, Sonne, Strand pur hier gefällt, dann solltest du vielleicht Belize dir näher anschauen. Wie gesagt, hier sind nicht nur Kapitalerträge steuerfrei, sondern grundsätzlich gibt es eigentlich überhaupt keine Steuern. Abgesehen von wenigen Steuern, die hier beim Kauf bzw. Verkauf von Immobilien anfallen und dann auch noch geringe Steuern auf Einkünfte, die man in Belize erzielt. Das 8. und das letzte Land in unserer Liste ist Hongkong. Auch in Hongkong sind Kapitalerträge steuerfrei. Nun, viele werden sich fragen, ob Hongkong wirklich ein interessantes Auswanderungsland ist. Immerhin steht es ja unter der Fuchtel von China. Muss man sich hier möglicherweise fürchten vor Repressionen, wenn man das Falsche auf der Straße sagt? Ja, sicherlich, es ist ein anderes Leben in Hongkong als noch vor wenigen Jahren. Hier wurden deutlich die Zügel angezogen von den Chinesen
Chinesen und man hat ja zum Teil auf brutale Weise seine Macht unter Beweis gestellt. Ich könnte jetzt auch anders argumentieren und sagen, das macht ja Hongkong gerade so sicher, denn wer will sich schon mit China anlegen? Hongkong steht unter dem Schutz Chinas, daher kann es möglicherweise für dich als Auswanderungsland und so als ein Land, das auch so einen Gegenpol zum Westen setzt, durchaus attraktiv sein. Es ist übrigens leichter, als du denkst, in Hongkong eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen. Wenn du ein innovatives Unternehmen gründest und eine innovative Idee mitbringst nach Hongkong, sollte das möglich sein. Auch hat man vor kurzem wieder sein Residence per Investment Programm neu aufgelegt. Das war einige Jahre nicht verfügbar. Nun ist es wieder da. Also wenn Hongkong für dich interessant ist, dann solltest du dir das anschauen. Steuerlich auf jeden Fall eine sehr interessante Option. Zum Ende möchte ich jetzt nochmal auf eine Frage eingehen, die viele haben werden. Was ist, wenn ich kein Kapitalvermögen habe, wenn ich zum Beispiel keine Aktien habe, die ich verkaufen kann? Vielleicht hast du ein Dividendenaktiendepot, was dir Dividenden generiert, aber keine Veräußerungserlöse. Nun, wie gesagt, in einigen der Ländern, die ich hier vorgestellt habe, sind ja auch Dividenden steuerfrei. Dividenden haben natürlich immer den Nachteil, dass du hier im Sitzstaat des Emittenten eine Quellensteuer bezahlen musst. Und wenn du nun in einem Niedrigsteuerland lebst, dann liegt die vielfach bei ungefähr 30%. Dividenden sind also tückisch, wenn du steuersparend dich aufstellen willst. Interessant können Dividenden aus Ländern sein, die keine Quellensteuer erheben. UK ist zum Beispiel ein Land, hast du also britische Aktien, dann wird dir die Dividende 100% ausgeschüttet. Der UK behält keine Quellensteuer ein. Aber ansonsten wirst du eben relativ schnell zwischen 25 und 30% Quellensteuer bezahlen müssen. Vor allen Dingen dann, wenn du in einem steuerlich günstigen Land wohnst. Wenn du ein eigenes Unternehmen hast, ja, also nicht Dividenden im Streubesitz, sondern angenommen, du hast ein eigenes Unternehmen, das dir Gewinne ausschüttet, lebst in einem Land, wo es keine Kapitalertragssteuer gibt und möchtest dir nun die Dividende hier steuergünstig zukommen lassen, da gibt es eine interessante Option. Du kannst praktisch hier einfach einen Aktienrückkauf lancieren in deiner eigenen Gesellschaft. Also mal angenommen, du hast eine britische Limited und diese britische Limited soll dir jetzt 1 Million an Dividenden ausschütten. Du lebst aber in der Schweiz, wo du auf diese 1 Million an Dividenden Steuern bezahlen müsstest, kannst du einfach ein paar Aktien, die du ja in der Limited hältst, an die Limited zurückverkaufen und dann hast du eben steuerfreie Kapitalerträge, denn du bekommst ja dann die 1 Million für die verkauften Aktien. Das kann ich natürlich auch mit anderen Transaktionen so machen. Also mal angenommen, du lebst jetzt in einem Land wie Belgien und sollst hier eine Provision bekommen in Höhe von 100.000 Euro. Auf die Provision müsst du natürlich Einkommensteuer in Belgien bezahlen. Jetzt kannst du das Ganze aber als Anteilsverkauf strukturieren. Du kannst dir ja selbst eine Limited gründen und kannst diese Limited dann verkaufen an deinen Vertragspartner. Dafür zahlt er dir 100.000 Euro. Das wäre wiederum in Belgien steuerfrei. Also eben, man kann hier spielen. Es gibt hier Möglichkeiten, wie du solche Maßnahmen strukturieren kannst. Dass es keine Kapitalertragssteuer gibt, ist schon mal natürlich ein schöner Punkt. Am besten natürlich wohnst du in einem Land, wo es überhaupt keine Steuern gibt, zum Beispiel auf ausländische Einkünfte oder auf alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, inklusive Zinsen und Dividenden. Wenn das Thema Auswandern und steuerliche Optimierung auch für dich interessant ist, entweder in eins der genannten 8 Länder oder in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.